14. Oktober 1092. Die Sonne geht langsam über den Bergen Persiens auf. Eine kleine Reisegruppe bewegt sich auf einem schmalen Weg. In ihrer Mitte reitet einer der mächtigsten Männer der islamischen Welt, Nizam al-Mulk. Seit fast 30 Jahren lenkt er die Politik des Seldschukenreiches. Sultane vertrauen ihm, Generäle hören auf seine Befehle. Ohne ihn funktioniert das Reich kaum. Plötzlich tritt ein Mann aus der Menge. Er trägt die Kleidung eines frommen Reisenden. Niemand schenkt ihm besondere Aufmerksamkeit. Noch 3 Schritte. 2. Einer. Dann zieht er einen Dolch. Der Angriff dauert nur wenige Sekunden. Als die Leibwächter reagieren, liegt Nizam al-Mulk bereits am Boden. Der Attentäter wird sofort getötet. Doch das spielt keine Rolle mehr. Sein Auftrag ist erfüllt. Innerhalb weniger Tage erreicht die Nachricht jeden Herrscher zwischen Persien und Syrien. Alle stellen dieselbe Frage: Wer konnte den bestgeschützten Mann des Reiches töten? Die Antwort führt nicht zu einer Armee, nicht zu einem König, sondern zu einer abgelegenen Festung in den Bergen, Alamut. Der Mord an Nizam al-Mulk war kein Zufall. Er war das Ergebnis eines Plans, der viele Jahre zuvor begonnen hatte. Um diesen Plan zu verstehen, müssen wir einige Jahre zurückgehen. Nicht auf ein Schlachtfeld, sondern zu einem jungen Gelehrten in Persien. Sein Name war Hasan-i-Sabbah. Damals ahnte niemand, dass dieser Mann einmal zu den gefährlichsten Gegnern der Seldschuken werden würde. Hasan interessierte sich für Mathematik, Astronomie und Philosophie. Doch vor allem beschäftigte ihn eine einzige Frage: Warum konnten wenige Menschen über Millionen herrschen? Je mehr er über die Welt lernte, desto deutlicher erkannte er ein Problem. Wissen allein entschied nicht über Macht. Macht wurde durch Armeen gesichert. Die Seldschuken beherrschten ein riesiges Reich. Ihre Truppen waren ihren Gegnern zahlenmäßig weit überlegen. Ein offener Krieg war nahezu aussichtslos. Doch Hasan dachte anders. Er erkannte etwas, das viele seiner Zeitgenossen übersahen. Ein Reich wird nicht allein von Soldaten zusammengehalten. Es wird von den Menschen gelenkt, die Entscheidungen treffen. Von Ministern, von Generälen, von Herrschern. Fällt einer von ihnen, geraten oft Tausende ins Wanken. Aus dieser Erkenntnis entstand eine Idee. Keine neue Religion, keine neue Armee, sondern eine völlig neue Art, Krieg zu führen. Eine Strategie, die die Politik des Mittelalters verändern sollte. Doch selbst die beste Strategie brauchte einen Ausgangspunkt. Hasan suchte einen Ort, den keine Armee leicht erreichen konnte. Eine Festung, verborgen hoch oben in den Bergen. Einen Ort, dessen Name schon bald ganz Persien kennen würde. Eine Idee allein verändert keine Geschichte. Sie braucht einen Ort, an dem sie Wirklichkeit werden kann. Für Hasan-i-Sabbah wurde dieser Ort zu einer abgelegenen Festung im Elbursgebirge, Alamut. Die Burg thronte auf einem schmalen Felsen, hunderte Meter über dem Tal. Nur ein einziger schmaler Weg führte hinauf. Ein Frontalangriff hätte selbst eine große Armee vor enorme Schwierigkeiten gestellt. Doch Hasan besaß keine Soldaten, mit denen er die Festung erobern konnte. Also tat er etwas, womit niemand rechnete. Er griff Alamut nicht an, er arbeitete im Verborgenen. Monatelang gewann er Schritt für Schritt Anhänger innerhalb der Burg. Immer mehr Bewohner standen schließlich auf seiner Seite. Im Jahr 1090 war der entscheidende Moment gekommen. Der damalige Burgherr verlor die Kontrolle. Hasan-i-Sabbah übernahm Alamut, fast ohne Blutvergießen. Von außen wirkte die Festung wie eine gewöhnliche Bergburg, doch hinter ihren Mauern begann etwas völlig Neues. Alamut wurde zum Zentrum einer geheimen Bewegung. Von hier aus entstand ein Netzwerk, das sich über Persien und später bis nach Syrien ausbreiten sollte. Bald würde niemand mehr die Festung unterschätzen, denn ihre gefährlichste Waffe waren weder ihre Mauern noch ihre Lage, sondern die Menschen, die Hasan dort ausbildete. Hasan wusste, eine Festung allein gewinnt keinen Krieg. Er brauchte Menschen, die etwas beherrschten, woran damals kaum jemand dachte. Nicht schneller kämpfen, sondern geduldiger sein.
Diese Männer wurden Fidai genannt. Ihre größte Stärke war nicht ihre Körperkraft, sondern ihre Geduld. Jeder Auftrag begann lange vor dem eigentlichen Angriff. Sie beobachteten ihr Ziel. Nicht für Stunden, nicht für Tage, manchmal über Monate hinweg. Sie kannten jede Gewohnheit, jeden Weg, jede Schwachstelle. Sie warteten, bis sich eine einzige Gelegenheit bot. Erst dann schlugen sie zu. Auch ihre Waffe war kein Zufall. Meist trugen sie nur einen kurzen Dolch. Der Angriff erfolgte aus nächster Nähe, nicht aus dem Verborgenen. Jeder sollte sehen, dass selbst die mächtigsten Männer der Zeit verwundbar waren. Genau darin lag ihre wahre Stärke. Nicht in der Zahl ihrer Kämpfer, nicht in der Größe ihrer Armee, sondern in der Angst, die sie hinterließen. Mit jedem erfolgreichen Attentat verbreitete sich ihr Ruf. Minister änderten ihre Reiserouten, Herrscher verstärkten ihre Leibwachen, Misstrauen breitete sich an den Höfen aus. Denn niemand wusste, wer als nächstes sterben würde. Dann kam der Tag, an dem ihre Strategie das gesamte Seldschukenreich erschütterte. Das Ziel war kein gewöhnlicher Mann, sondern der mächtigste Minister des Reiches, Nizam al-Mulk. Kaum eine mittelalterliche Organisation ist von so vielen Legenden umgeben wie die Assassinen. Fast jeder kennt die Geschichte. Doch stimmt sie überhaupt? Die bekannteste Erzählung behauptet, Hassan-i-Sabah habe seine Anhänger vor einem Auftrag mit Haschisch betäubt. Nach ihrem Erwachen sollen sie geglaubt haben, bereits das Paradies gesehen zu haben. Eine weitere Legende erzählt von einem verborgenen Garten in Alamut mit fließenden Bächen, exotischen Pflanzen, Musik, Wein und wunderschönen Frauen. Wer diesen Ort gesehen habe, so heißt es, sei bereit gewesen, für Hassan zu sterben, in der Hoffnung, eines Tages dorthin zurückzukehren. Diese Geschichte verbreitete sich über Jahrhunderte. Bis heute erscheint sie in Büchern, Filmen und Computerspielen. Doch genau hier beginnt der Unterschied zwischen Legende und Geschichte. Für diese Erzählungen gibt es keine zuverlässigen zeitgenössischen Belege. Die bekanntesten Berichte entstanden erst viele Jahre nach den beschriebenen Ereignissen. Deshalb bezweifeln viele Historiker heute, dass sich diese Geschichten tatsächlich so zugetragen haben. Was wir dagegen sicher wissen, die Assassinen existierten. Sie führten gezielte politische Attentate durch. Nizam al-Mulk reist mit seiner Eskorte durch Persien. Er hat allen Grund, sich sicher zu fühlen. Seit fast 3 Jahrzehnten zählt er zu den mächtigsten Männern des Seldschukenreiches. Er berät den Sultan, er lenkt die Politik. Seine Entscheidungen prägen das Reich. Dann genügt ein einziger Augenblick. Ein Mann tritt aus der Menge. Er wirkt wie ein gewöhnlicher Bittsteller. Niemand erkennt die Gefahr. Ein kurzer Griff unter den Mantel, ein Dolch, ein einziger Stich. Nizam al-Mulk bricht zusammen. Die Leibwächter reagieren sofort, doch sie sind zu spät. Der Attentäter stirbt, seine Mission nicht. Wer den Anschlag im Einzelnen plante, wird bis heute diskutiert. Doch eines steht fest: Der Tod Nizam al-Mulks erschüttert das gesamte Seldschukenreich. Innerhalb weniger Tage verbreitet sich die Nachricht von Persien bis nach Syrien. Nicht wegen einer verlorenen Schlacht, nicht wegen einer belagernden Armee, sondern wegen eines einzigen Mannes mit einem Dolch. Von diesem Moment an verändert sich die Welt der Herrscher. Nicht einmal die mächtigsten Männer glaubten sich noch unangreifbar. Der Name Hassan-i-Sabah begann zu einem Symbol der Furcht zu werden. Und das war erst der Anfang. Der Tod von Nizam al-Mulk erschüttert das Seldschukenreich. Der wichtigste Berater des Sultans ist tot. Nur wenige Wochen später stirbt auch Sultan Malik Schah I. Das Reich gerät in eine schwere Machtkrise. Für die Assassinen bestätigt sich ihre Strategie. Nicht eine große Armee verändert die Geschichte. Manchmal genügt ein einziges Attentat. Ihr Ruf verbreitet sich weit über Persien hinaus. Selbst die Kreuzfahrer hören von der geheimnisvollen Gemeinschaft aus den Bergen. Doch keine Macht bleibt für immer bestehen. Im Jahr 1256 erreichen die Mongolen unter Hülegü Khan die Festung Alamut.
Die Burg fällt. Mit ihr verschwinden viele Bücher und Dokumente. Deshalb bleiben bis heute viele Fragen über die Assassinen unbeantwortet. Sicher ist jedoch, sie veränderten die politische Geschichte des Mittelalters, nicht durch ihre Größe, sondern durch eine neue Form der Kriegsführung. Gezielte Attentate auf die mächtigsten Männer ihrer Zeit. Vielleicht ist genau deshalb ihr Name, fast 1000 Jahre später, noch immer weltweit bekannt.